Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Türchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen L.A. Noire. Was ich jetzt doch etwas umständlicher zum Laufen kriegen musste, obwohl ich es schon gespielt habe. Also, naja. Für alle, die das kennen, hallo. Und für alle anderen, die es nicht kennen, wir spielen einen Detektiv, der, ja, Verbrechen aufklären muss. Es gibt verschiedene Fälle, verschiedene Szenarien. Unser Protagonist steigt im Laufe des Spiels weiter auf, in verschiedene Abteilungen und so weiter. Und ich habe gerade noch so überlegt, welche Stadt ist das eigentlich? Ist es New York oder so? Und dann habe ich festgestellt, dass ich auch ein bisschen doof bin, aber naja, L.A. Noire oder Noire, ne? Ihr wisst Bescheid. Welche Stadt kann es nur sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall drücke ich jetzt hier auf Neu, weil irgendwie meine Spielstände auch gelöscht wurden. Gut, ich wollte eh kein irgendwie mittendrin mit euch hier machen, sondern wir gucken uns das Spiel mal an. Was übrigens sehr interessant und innovativ ist in diesem Spiel, ist, dass man in Dialogen mit Verdächtigen oder generell Zeugen anhand der Gesichtszüge erkennen muss, ob die lügen oder nicht. Und ich bin darin nicht so besonders gut, aber wir kämpfen uns hier mal durch. Und ich drücke auf Neu und los geht's. Yeah! A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Mit California-Kennzeichen. Welche Stadt könnte das nur sein? Where every man can own his own home. And have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. Ja. Das sind wir. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Übrigens ist das ein Rockstar-Game. A city of opportunists. Auch interessant ist. A city of dreams. Where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. Hollywoodland. Ach, schön. Wie die sich was einfallen lassen, damit das irgendwie noch so durchgeht mit, ach nee, ist alles erfunden. A city of dreamers. Oh Gott, diese Gesichtszüge schon von einigen. Ach, herrlich. A city of undercurrents. Where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries. That will stretch as far as the eye can see. Es spielt übrigens in den 40er Jahren. In den 1940er Jahren. Und wir sind momentan... In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Da habe ich euch ja eigentlich ganz fies beschissen und belogen. Warte mal, mach ich denn die Sirene an? Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Muss er hier drüben hin. Nein, aber was ich gerade sagen wollte, ich habe euch ganz mies angeschwindelt, weil ich sagte, unser Typ hier ist ein Detective. Nein, ist er nicht. Momentan zumindest noch nicht. Wir sind erstmal ein Streifenpolizist. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue.
Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Das ist aber auch schön, so die Mod-Kommission mit ihren Anzügen. Die kommen und ja, wir haben jetzt keinen Bock mehr weiter zu suchen. Just going through the motions. Ja. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Durchsuche die Schauplätze gründlich, um Hinweise zu entdecken. Oh, da ist eine Mülltonne umgestoßen worden. Das ist bestimmt übelst krass. Look at this junk. Warte mal. In der Nähe deines Partners kann Leertaste drücken, um nach Rat zu fragen. Ich brauche kein Rat. Ich brauche eine Waffe. It's not my job to pick through other people's trash. Das Ding ist, wo kann ich denn hier? Kann ich irgendwas ansprechen oder sowas? Warte mal, hier, wir machen mal den Müllcontainer auf. Geht das? What have you got, Phelps? Anything? Jesus. Cole, come take a look at this. Ja. Auf Objekte in der Nähe, die man untersuchen kann, wird mit einem akustischen Signal oder einem... I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Ach stimmt, es kommt immer so ein Dum-Dum-Dum. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Da liegt die Waffe. Ralph, there's something on the rooftop. Ha. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Ja, All schön. right, don't hurt yourself. Also werde ich hier nicht optisch alarmiert, sondern man muss auf dieses Bling, Bling, Bling achten. Okay. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hier, genau, hier The war gun's irgendwo up on was the zum roof, Klettern, oder? So we need to find a way up. Guck mal, wie sportlich wir sind. Geil. Auch wenn das mal im echten Leben so wäre. So, und was mache ich jetzt? What kind of chumps do these homicide guys think we Jetzt gehe ich da are? drüben hoch. Oder? Nee. Wie komme ich denn jetzt dorthin? Ach so, die liegt vor... Oh Gott, ich bin ja auch doof. How you doing, Cole? Found it yet? Ja. Na? Smith & Wesson, Serial S71893. Ja, und jetzt hat sie auch genau deine Fingerabdrücke. Du bist ein richtig schlauer Cole. Heißt der Cole? 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Ich weiß nur, dass wir Phelps heißen. Ja, jetzt hat er alles angegrabbelt. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Also unser Partner hier ist aber auch ein ganz schön ambitionsloser Kerl, oder? So, warte mal, wir haben ein Notizbuch. Das hatte ich ja schon wieder ganz vergessen. Scooter Payton, Mordverdächtiger, Detective Floyd Rose. Wer ist denn Scooter Payton? Männliches Mordopfer. Ach so. Ja. Das habe ich auch schon wieder nicht mehr im Kopf. Blutfleck und der Revolver. Ah, es gibt vielleicht noch mehr Hinweise. Können wir hier noch irgendwas... Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Echt jetzt mal, Ralf, halt die Schnauze. Nee, das hatten wir. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen zu laut. Kann das sein?
Ich habe extra erstmal alles... Ach ja. I doubt it. Okay. Dann legen wir den Pinsel eben wieder hin. Okay. Nein! Nein! Nein. Am besten man läuft hier rum und klickt einfach einmal wild in der Gegend rum. Aber es ist wirklich ziemlich laut. Aber meine Stimme ist auch immer sehr laut. Also alles cool, das wird schon gehen. Ich gucke immer nur auf den Regler im Aufnahmeprogramm. Können wir ein bisschen Müll rumwühlen? Das wäre richtig cool. Was ist denn hier? Können wir hier hoch? Na gut, eigentlich haben wir die Waffe gefunden und sollten hier nicht weiter rumwurschteln. Nee, aus dem Weg, Ralf! Och nee, Ralf! Ist das dein Ernst? Was für ein Arschloch, Alter. Nee, Mann, nicht mehr mit Ralf irgendwo hochgehen. Okay, dann gehen wir jetzt zurück zum Auto. Ach, guck mal, wir können es doch nehmen. Wir nehmen erstmal das hier. Zeitungen beinhalten Hintergrundinformationen zu Ereignissen, die mit deinen aktuellen Ermittlungen in Verbindung stehen. Achso, Moment. Der Verstand ist die letzte Grenze, Psychiater sagt. Oh. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Ich glaube, dieser Psychiater hat Dreck am Stecken. Ich glaube, das zieht sich noch durch das Spiel, diese Story so um den rum. Und ich meine, wir finden da immer wieder Hinweise. Naja. Die Untersuchungsmelodie endet, wenn du alle Hinweise gefunden hast. No good to me. Stimmt, jetzt ist die Mucke im Hintergrund weg. Jetzt ist es plötzlich ganz angenehm. Gesammelte Zeitungen. 1 von 13. Genau, ich glaube, wir finden mehr Zeitungen. Und müssen dann entsprechend die Story dazu... Oder können dann die Story dazu zusammensetzen. Sind das die Schaulustigen? Na, das ist ja lächerlich. Okay. Na dann. Waffenladen. Als Ziel festlegen. Yay. Und wir dürfen auch selber fahren, oder? Habe ich hier keine Sirene, mit denen ich allen sagen kann, dass ich das ernst meine? Was ist denn das für ein schäbiger Polizeiwagen hier? Lasst uns durch, wir sind im Dienst. Keep going straight. Hat er gerade gesagt, ich soll weiter geradeaus fahren und ich mach das jetzt einfach nicht? Aber das sind die GTA-Vibes, die guten, die wir hier haben, ne? Das könnte hier glatt Los Santos sein.
ich glaube auch, dass wir mit dem Polizeiwagen nirgendwo gegenfahren dürfen. Das ist, glaube ich, auch hier ein Problem, wenn wir das täten. Deswegen tue ich das einfach mal nicht und fahre ganz selbstbewusst auf der Gegenfahrbahn. Next left. Nächste links, das kriegen wir doch hin. Schön in den Gegenverkehr reingerast. Ampeln sind was für Loser. Ja. Ich bin Polizist. Vor allem, wenn ich hier F drücke, dann sagt er mir... Stop just ahead. Ja, dann sagt er mir Fahranweisungen quasi. So. Shooter Gallery. Die Shooting Gallery. 24 Stunden geöffnet. Geil. Jetzt ziehen wir erstmal den Revolver und knallen wen weg. Was hat denn der da für Enden auf dem Tisch gehabt? Was ist denn da los, hör mal? Officers Phelps and Dunn. Hallo. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Ja, Magnum. das steht drauf, so schlau sind wir Chamber for auch. 357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Pat. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available Kann man hier special auf Pause drücken? Ich glaube nicht. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Ich möchte It's about nur... something bad, right? Gut, ich weiß, wir sind in den 40er Jahren, aber das ist jetzt die dritte Person, die ihre Griffeln an dieser Waffe hat, ne? So, drücke... Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? 27 hier? Nee, Walnussgriff. So, wir müssen jetzt hier auch die richtigen Indizien rausfinden. Hier. Perlmuttgriff. Da. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ja, ja. Du hast bestimmt genug Dreck am Stecken, deswegen lassen wir dich jetzt für heute mal in Ruhe, weil du uns geholfen hast, mein Dear. Wir sind also in 1946. Deswegen hat er auch gesagt, nach dem Krieg zu dem Psychologen. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Schröders Apartment, den nehmen wir jetzt. Hops! Hops nehmen wir den. Jetzt kommt auch gleich diese Wir nehmen den Hops Musik. Wir nehmen ihn Hops, wir nehmen ihn Hops. Vielleicht ist er nur noch ein kleiner Klops. Wir nehmen ihn Hops, wir nehmen ihn Hops. Meine Fahrkünste sind der letzte Hops. So. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. Careful! Okay, wenigstens kam keine. Du hast $2000 Schaden I guess so. verursacht. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Ich habe gerade mit meinem, also für mich kickt hier der GTA-Vibe zu sehr. Ich habe gerade überlegt, ob man hier Fußgänger überfahren kann. Ich fürchte fast, dass man das kann, aber ich glaube, dann bricht das Level ab. Ich bin mir aber nicht sicher und ich möchte es jetzt auch nicht austesten. Dafür haben wir die Zeit hier gar nicht. Ich hoffe ja, dass wir hier noch in so ein schönes Verhör kommen. Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass die... Aber... Take the next right. Was? It's the next right. Wieso denn die nächste rechts? Warte mal, ich bin, glaube ich, falsch. Oh, geil. Okay. Straight on here. Okay, hier geradeaus. Ich bin, glaube ich, zu sehr im GTA-Modus drin. Die Straße ist, also die Stadt hier ist wirklich komisch. Aber gut, da vorne geht's dann rechts. Turn left up ahead. Hä, da vorne links? Wieso? Achso, wir müssen auf diese Brücke hier, oder? Okay, wir müssen auf diese Brücke. Wie komme ich denn da hin? Wir müssen auf die Brücke. Das kriege ich schon. Hui. Next left. Ja. Geh hoch.
Brücke hoch. Ich fahre jetzt die Brücke hoch. Natürlich ist auch immer wichtig, in der Mitte von 2 Spuren zu fahren, ja, damit alle wissen, dass wir es ernst meinen. Und dann aber auch Vollgas ohne Rücksicht auf Verluste. So fährt man übrigens richtig in Videospielen. Ich glaube, ich habe noch nie auf meinem Kanal irgendwie sowas wie GTA oder so gespielt, ne? What are you doing to this car? Doch, meine Güte, jetzt hab ich mal nicht so... Kaka, das bisschen Blechschaden. Aber ich habe das immer nicht gemacht, weil... wegen der Musik. Ganz einfach, ne? Weil GTA funktioniert halt nur mit... Du hörst Radiosender, ne? Gerade sowas wie Vice City oder so. Ach, ich liebe diese Spiele, ja. Vice City, San Andreas, das sind alles so meine GTA-Teile. Aber das macht halt nicht so Bock, wenn man das Radio nicht machen kann, weil YouTube gleich sofort sagt, oh! Gut, zumindest war es früher so, ne? Früher hat man gleich einen Strike reingedrückt gekriegt. Ich weiß nicht, wie das heutzutage jetzt ist mit den ganzen Sachen. So, ist das hier die Bude, ja? Oder... So, Tür, einen goldenen Türgriff kannst du hindurchgehen. So, jetzt müssen wir gucken, wo er wohnt, der Gude. Den zweiten. Okay, den kriegen wir dran. Schroeder, Apartment 2. Ja, den machen wir jetzt fertig. Schroeder, Schroeder. Dich mache ich fertig, du Schroeder. Na. Pam, mit der Faust. What do you guys want? Hallo. I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Der lügt. Töte ihn. What the fuck is going on here? Was hat der da drin? Badeanzug? Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Oh shit. You ready, tough guy? That was Mach dich fertig, Junge. Ich brech dir die Knochen. Vor allem, mein Kollege hat einen Schlag abbekommen. Was ist das für eine Pfeife? Guck mal, wie ich den fertig gemacht habe. Aber ohne Gnade, Alter. Ohne Gnade. You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Dafür, dass er nichts gespürt hat, lag er erstaunlich lange. I'm gonna take a look around. Ja. Durchsuche Schauplätze gründlich. Ja. Okay, was ist das hier? Clayton. Floyd Rose. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Ist das unser Opfer? Ich hab's schon wieder vergessen, wie der Phelps, hieß. we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Hä, na Call was it in, denn? partner. And leave the book where you found it. Nein, nimm das mit. Officer Phelps, Hä? badge 1247, requesting. Hä? Ich war doch noch gar nicht fertig. Was für eine Scheiße. Ist Floyd Rose? Ist das, der Detective? Hieß der nicht? Ich weiß es nicht mehr, ob der so hieß. Naja, gut. Oh, da waren wir gerade. Ist das jetzt ein Flashback? Wieso rauchen wir? Was ist das für eine schlechte Angewohnheit? Frechheit. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight.
Also ich will niemanden beleidigen, aber ich konnte diese Drill Sergeants und den Dreck, ich konnte das noch nie richtig ernst nehmen. Ich frage mich immer, was das für ein dummes Gehabe ist. Bewaffnet und gefährlich. You picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. Was für ein Arschloch. Alter. Take the next right. Ach, Mist. Take the next right turn. You should take the next right. Mal sehen, wie penetrant und genervt er ist, wenn ich das immer wieder drücke. Da sind wir! Vollgas! Oh, schade. Oh je, oh je. So schön, wie wir uns bemerkbar machen gleich mit. Und jetzt erstmal die Knarre aus dem Kofferraum. Das haben wir alles geschafft, ohne dass die... Wie kann ich denn... Backup will be here soon. Stay down. Haben Sie Handgranaten da drin, junger Mann? Partner, machst du auch irgendwas? Was? Alter. Stay in cover. Ja. Ja. Das gibt's doch nicht. Oh, komm. Give me some cover. Okay. Erstmal nachladen. We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Ja, schön für dich. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead du or wearing stirbst gleich, citation. oder? So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Na. Katze, weg, weg, weg. Okay, jetzt hätte eigentlich Ralph noch von der Seite erschossen werden müssen. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Da hat er einen Punkt. Da hat er einen Punkt, der Gute, der Kelso. Kein dummes Kerlchen, der Gute. So, was ist jetzt? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, but wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. Da hat er recht, In my case, you can tatsächlich. add the war to that. Da hat er recht. I know that bum.
Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Oh Gott, ich glaube, das wird wieder so ein richtig sinnvoller Beitrag unseres Partners. Was könnt ihr eigentlich? Laufen, laufen, laufen. Kann ich einfach auf ihn schießen? Mensch, Ralf, renn! I won't tell you again, Wendell. Jesus, son, watch your fire. Don't want to do this, Wendell. Zum Glück macht er das automatisch. Wenn ich das steuern müsste, dann hätten wir jetzt 20 Minuten. Nee, oder besser gesagt, dann hätte der schon 100 Meter Vorsprung. Vor allem, wie sportlich die alle sind. Kein Mensch könnte... Aua! Das hat bestimmt... You gotta be kidding. You fucking asked for it. Wir kriegen ihn! Den Lump! No way I'm going back inside. Oh, Gott. I've done my time. It's over, Bowers. You assholes already. Das ist hier übrigens ziemlich geradlinig. Ich muss gar nicht so viel steuern, tatsächlich. Der springt alleine, der landet alleine, der springt alleine über irgendwas rüber. Das ist alles nicht so dramatisch hier. Clothesline, boy! Meine Mütze, meine wunderschöne Mütze! Okay, komm, greif mich doch an! Das Kampfsystem ist jetzt nicht das schwierigste von allen. Er hat in die Wand reingeflitscht und dann wieder raus. What you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel. Muss der jetzt alleine einsteigen oder ist da noch ein dritter unsichtbarer Polizist, der ihn in den Wagen drückt? Run track in high school? Dieser Ralf macht überhaupt nichts. Ich möchte einen anderen Partner, bitte. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. Okay, wir the sind right Officer decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Na, der ist ein Charakter, der Typ. Ich weiß gar nicht, was der gerade... Waren das irgendwelche fiktiven Bewertungen oder was hat der da gerade vorgelesen? Oder wie viele Chicks man weggeknallt hat. So, Kauf auf eigene Gefahr. Cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. Na, jetzt geht's aber los mit uns. Jetzt steckt er seine Waffe wieder weg. Could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Hä, ist das hier aus 2.5 Men? Alan? Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Das ist doch Alan Harper, der da gerade stand. Und jetzt You got here weggeht. quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Come on, I got Broad daylight. Ja, bewegt die Leiche. I've seen everything. Everybody stay back. Jetzt klauen wir ihm Let's do noch our das job. Kleingeld und ihr wisst ja, wie es läuft. Den Ehering von den kalten, nee, noch leicht warmen, noch nicht starren Fingern. Aber Hauptsache wir klauen. Irgendwas müssen wir ihm jetzt klauen. Und wenn es die Brieftasche ist. Ein Brief. Galetta. Bank of Arcadia. Moment, Arcadia Bay? Oh mein Gott, nein!
So, ist auf Broadway. So, was können wir hier sehen? Getätigte Zahlungen. Wenn die Ware nicht abgeholt wird, geht sie zurück ins Lager. Müssen wir irgendwas Besonderes sehen? Oder... Nein, steck ihm das da nicht wieder rein. Wir brauchen das. So, dann patschen wir ihm noch ein bisschen ins Gesicht. Gründlich rasiert der Bursche, aber unter der Nase hat er noch ein bisschen Schatten. So. Kein Ehering, den wir abziehen können. Na, schöne Scheiße hier. Das ist ja seine linke Hand, aber in Amiland wäre das korrekt. Die tragen ja ihre Eheringe links. Ich frage mich sowieso, woher dieser Dreckstrend kommt, dass die Leute in Deutschland ihre Eheringe auch zum Teil mittlerweile links tragen. Hallo? Verstehe ich nicht. Ich finde das gerade lustig, dass wir eins der wenigen Länder sind, wo das eben nicht so ist. Also wenn ich verheiratet wäre, eiskalt rechts. Alright. Yes, it's a dead person. Ja, ich befummel den noch ein bisschen. Lass mich doch. Kann ich hier nicht noch ein bisschen an seinem Anzug? Oder kann ich ihm nochmal... Kann ich an seinen Gürtel? Nee. Ja, gut. So, dann wühlen wir hier vorne mal den Müll durch. Oha! Was haben wir denn da? Ja. FN Browning. Serial number 01138. Oh, yes. I need to run it by a gun store. Ja. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Ja, halt die Klappe! Unwichtiger Nebencharakter, der eventuell bestimmt stirbt. Oh, hier liegt was. Patronenhülsen. Shell casings. These look like 32s. Okay. Aber da hat jetzt tatsächlich was Kleines geblinkt, ne? Am Boden. Officer, please tell me what's going on. Wie hier die ganzen Aasgeier zum Gaffen kommen. Meine Güte. Okay. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Oh, ich glaube, das wird unsere erste Befragung. He was my boss. Mr. Gage. Die weint ohne Mr. Tränen. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Galleta. Schuhverkäuferin. Okay. Augenzeugenbericht. Wenn links Hallo? Kann ich irgendwas tun? Fragen stehen auf der rechten Seite. Okay. Ich finde schön, dass sein Bleistift immer so ultra angespitzt ist. Der Gute. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Okay, wenn ich glaube, dass die Zeugin lügt, wähle Lüge, um einen Zeugen der Lüge zu beschuldigen. Drücke 3. Okay, drücken wir einfach mal 3. Lüge. Verlogenes Miststück. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Schießerei auf öffentlicher Straße. Browning, ihre Patronenhülsen. Nee. Looks like I was mistaken. Wait! That isn't everything! You haven't got it all! Halt die Schnauze. Ich gehe jetzt in den Waffenladen. Ach, Moment, was ist denn mit den Beweisen? Warte mal. Schießerei, nee, Moment. Warte mal. Stand die Madame hier dabei? So, wir gehen nochmal an seine ganz speziellen Orte. Ich habe zwar immer noch... Moment mal. Galleta. Bank of Arcadia. Oha. Getätigte Zahlung. P-Martin. Galleta. Ratenzahlungsbeleg. C. Galleta. Ha. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia.
heißt das? Steck das ein! Nein, gib ihm das nicht wieder. Der ist tot, der braucht das nicht mehr. So, und jetzt gehen wir zu Yale und sagen, ihr pass mal auf, Freundchen. Ist das jetzt hier drin? Ja, Ratenzahlungsbeleg. Okay. Ist aber auch schön, dass sie erst lügt, dann abstreitet, dass sie lügt. Und dann, wenn ich sage, okay, da muss ich nochmal nachgucken gehen, sagt sie, Sie wissen noch nicht alles. Warten Sie, bleiben Sie hier. Ich muss da noch gestehen. Beleg für Perlenohrringe ausgestellt. Okay. Okay, jetzt aber. Jetzt machen wir die Alte fertig. So. Wie breitbeinig sitzt die da? Aber gut, der Rock. So, Augenzeugenbericht. You think you can tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. Ja. I was in a store. Och nee, das hatten wir doch schon. Mach Mr. hinne. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Okay. Das alte Lügenmaul. Kriegen wir schon dran. Also ich glaube, diese Sequenz hier ist ausschlaggebend, dass sie lügt, weil sie völlig klischeehaft halt durch die Gegend guckt, Blickkontakt vermeidet und wild mit ihrem Hals auch schluckt und macht. Ich glaube... You know what happened and why. Schwierig. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ja, jetzt kommen die Perlohrringe, die damit gar nichts zu tun haben, du Schlampe. Jetzt machen wir dich fertig, Junge. Your pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh God, I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Hat er gerade Dummchen zu ihr Kalu. gesagt? Edgar Kalu. He runs the jewelry store. Aha. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Vor allem, sie hat jetzt gesagt, sie hörte einen Schuss, dann noch einen und noch einen. Also 3 Schüsse. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Waffe nochmal untersuchen können. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Okay, sie sagt die Wahrheit. Wenn du glaubst, dass ein Zeuge lügt, du es aber nicht beweisen kannst, wähle anzweifeln. Anzweifeln? Okay, drücke 2, um die Aussage anzuzweifeln. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Also es heißt quasi, Tell sie me why verheimlicht noch Mr. Kalu irgendwas. shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. Oh no. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Okay. How many shots did you hear, Miss Galetta? Sie hat vorhin It's gesagt 3. difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Okay. Jetzt muss ich die Wahrheit anklicken, dass sie mir die Wahrheit sagt. Okay, das ist ja hier alles noch so ein bisschen Tutorial. Auch wenn wir schon wieder mit der Zeit gut dabei sind, ihr Lieben. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly close together. 5. Ach stimmt, wir können die Patronenhülsen zählen draußen. Fällt mir gerade Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about Oh, ich habe Fragen 3 von 3 richtig Does that und meinen mean I Rang can still collect aktualisiert. my... Ja, deine Ohrringe. Yes, officer, I'll make a statement. Ja, ja. Die können wir dir irgendwie aus der Asservatenkammer dann wieder rausschmuggeln. Macht dir keine Gedanken, junge Frau. We have the murder weapon.
and the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Wir holen uns den dreckigen Kriminellen, Tate. Und mach keinen Scheiß, Junge. Vor allem, da liegt da die Leiche jetzt einfach so auf dem Boden. Deckt die Kinder mal zu oder so, dass die Leute Waffen und Munition... Ach so. Aber zum Waffenladen würde ich halt auch gerne gehen, ne? Ne, wir nehmen das mit. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Da, 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 Take the next right turn. Ich weiß immer noch nicht. You should take the next right. Ich bin Polizist, lassen Sie mich durch. You need to take the next left. Ja. Oh, das war knapp. Ja, ja, ganz careful. Take the next right. Ja, hab ich. Bei dir. Ah! So. Wenn man ab und zu mal schreit, dann hilft das, die anderen Autos zu vertreiben. Warte mal hier. Wow. Nee, scheiße, ich bin falsch. Wieder zurück, wieder zurück. So. Sollte man angewöhnen, die Leertaste öfter zu smashen. Ja, und die fahren wir nicht um. So. Ha! Perfekt. Da sind wir schon. Hey, wieso komme ich jetzt von der anderen Seite? Was ist das für eine Scheiße? Wir sind's, zwei Polizisten. Officer, can I interest you in a new watch? Ja, ja. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Der lügt. Son of a bitch. Not a Go, Cole, go. Was für ein Son of a bitch. Weil der steht daneben. Ja, Officer, der versucht zu entkommen. Da, ich hab ihn gesehen. Der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Kabulu. Können wir den nicht einfach erschießen? Geht das? Oh. Wieso habe ich eine Waffe am Anschlag? Wenn ich das gar nicht darf? Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich habe das beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, auch gemacht. Aber das ist schon ewig her. Ich erinnere mich wirklich sehr schlecht daran. No, Mr. Kalu is out back. Ja, ja, du falscher 50er, du. I'll buzz him for you. Ja, ja. Los, hinterher! Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Hier, er entkommt, Officer! Hier, ich stehe daneben! 1,5 Meter! Hello! Get back here! Aber ich habe ihn ganz genau gesehen! Vor allen Dingen halte das gedrückt und ziele mit dem... Das ist ja eine Frechheit! Was für eine Scheiße! Kann ich ihm nicht einfach ins Bein schießen? Guck mal, wer rennt schon deutlich Too late, Kalu! Wieso rennt denn der jetzt plötzlich schneller? Ich hab ihn! Oh yes. Also heutzutage würden schon 5 Leute mit Handys drumherum stehen, filmen und sagen, oh, das ist die brutale Polizeigewalt. High five. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that?
Yes, sir. Heißt das, ich muss den Verdächtigen am Arsch schnuppern? Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. Also wenn ich was gelernt habe, Don't fail me. dann leg dich nicht mit Katzen an. Aber wir sollen jetzt quasi ein Geständnis erzählen und zur Not aus ihm herausprügeln. Ach Leute, das sind die guten alten Zeiten. I want to see my lawyer. Du hast hier keine Rechte. Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ich hätte doch zum Waffenladen fahren müssen. Verdammte Scheiße. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Der lügt. Der behutsame Einsatz von Intuition kann zu Durchbrüchen bei Befragung und Verhören führen. Intuition einsetzen. Na, jetzt wurde es mir gerade so angeboten. Okay, 99% der Spieler wählten diese richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Nee, also der lügt ja auf jeden Fall. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Hier, wir haben eine Zeugenaussage. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. Oh That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Drück mal auf Anzweifeln. Oh! Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. Na, das ging schnell. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. Ja. May God have Sonst mercy ist on ja you, die sir. Guest Chamber. Haben wir jetzt ein Geständnis? Der hat noch nicht mal seine Zigarette geraucht. Was ist denn das für eine Scheiße? Achso, nee doch, die ist an. Masterfully done, Officer Phelps. Krieg ich jetzt einen Kuss? It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Oh, yes. Wir werden befördert. Moment, was ist mit unserem Kumpel? Mit unserem, Oder meinte der mit 2 Anzügen, dass Ralf auch einen braucht? Ralf ist doch mein Partner. Guck mal, wir haben alles bestanden. Solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke und ausgeprägte Verhörinstinkte. Geil. Und jetzt, bevor alle sagen, du hast das ja schon mal gespielt. Ich habe ehrlich gesagt mich gar nicht mehr daran erinnert, worum es hier eigentlich geht. Aber naja. Streifendienst abgeschlossen. Du hast dir für deine Leistungen eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Ja, dann lassen wir uns mal versetzen, ne? Und damit meine ich nicht das negative Versetzen. Der Fahrersitz. The driver's seat. Oh, und schon haben wir einen schönen Fashion-Anzug an. Geil. Und
Und alles, was ihr hört im Hintergrund an Miauen, ist meine Katze, die denkt, dass sie verhungert, wenn sie nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten ihr Abendessen bekommt. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. Verkehrsdezernat. That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could Okay, spend a so- little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective Ach nee, and doch nicht. advice. They all dressed like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Ach, Leute. Aber ich fürchte, wir werden das nicht mehr herausfinden, denn ich breche hier völlig unromantisch diesen Part ab. Wir sind jetzt befördert worden zum Verkehrsdezernat. Wir sind jetzt Detective und nicht mehr das gewöhnliche Polizistenfußvolk. Ja, aber ich habe leider keine weitere Kapazität, um hier weiterzumachen. Ja, wenn ihr möchtet, können wir das eventuell als Let's Play in Angriff nehmen. Mal gucken. Also ich habe das Spiel auch noch nicht durchgespielt, soweit ich mich erinnere. Aber es wird noch sehr interessant, definitiv. Weil man steigt quasi mit Phelps. Jetzt ist man Verkehrsdezernat, also man steigt weiter auf. Ne? Man ist Verkehrsdezernat, ich glaube, dann kommt Mord, dann Feuerzeugs, ach und so weiter und so fort. Also es ist sehr spannend, das Spiel ist wirklich gut und dieses Lügen enttarnen, gut, bei der ganzen Gesichtskirmes ist das eine Herausforderung, aber wenn man halt gut investigativ nachforscht, dann klappt das auch. Und ja, da hätte ich auch Bock, mich daran weiterhin zu versuchen. Aber an dieser Stelle muss ich hier leider Schluss machen. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Adventskalender-Türchen, das ich jetzt auch noch aufnehmen muss. Ne? Alles klar? Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und meine Katze hat gerade miaut, weil sie kennt dieses Tschüss. Und dann weiß sie, dass, wenn ich das sage, meistens irgendwie ich mich verabschiede von irgendwas und sie dann Aufmerksamkeit, Futter, whatever kriegt. Ja, ja. Der Kater hingegen ist entspannt. Nee, der ist auch nicht entspannt, der sitzt auch hier. Alles klar, ihr Lieben, tschüssi. Und so, ne? Wenn ich mich nicht mehr melde, haben die Katzen hier gewonnen, ne? Alles klar, tschüss. Hilfe. Hilfe. Ciao.